Shalom, Shalom. Das sagte Sauer Karl von GMS Germany mit einer neuen Lektion. Als allererstes Kolalier. Hawat Wakabat Wat Water. Labanau YAHAWASHI YAHAWASHI Bashim Kakadash. Brakate Yahawa, Brakate Ushai, Brakate Yahawa, Brakate Ushai, Brakate Yahawa, Brakate Ushai Bashim Kakadash. Was ich gerade gesagt habe, bedeutet alle Ehre, Lobpreis, Herrlichkeit und Dank an seinen himmlischen Vater Yahawa, wenn die Wegnauterweise Gott nennt, in den Namen von seinem einzigen zu Welt gebrachten Sohn YAHAWASHI Mashiach, wenn die Wegnauterweise Jesus Christus nennt, in den Namen vom Heiligen Spirit. Brakate Yahawa bedeutet gesegnet seist du Yahawa, welcher einzig wahre und heilige Name von seinem himmlischen Vater ist, welcher Name bedeutet er ist, er existiert. Brakate Yahawashi bedeutet gesegnet seist du YAHAWASHI, welcher einzig wahre und heilige Name von seinem himmlischen Erlöser und Retter ist, welcher Name bedeutet er rettet, er befreit, Bashim Kakadash, Name vom Heiligen Spirit. Okay, das war die Lashon Kodash, die heilige Zunge, die heilige Sprache, das antike Hebräisch, die einzige wahre Sprache von den sogenannten Negern, Lateinamerikanern, die 12 Stämme von Israel ausmacht. Okay? Das spürt die Kraft von YAHAWASHI YAHAWASHI. Das heißt, tut Buße, kommt YAHAWASHI YAHAWASHI zurück und macht sich bereit auf Tod und Zerstörung. Und die wahre Sprache von Israel ist die aus wie die andere Nation. Es kommt nicht auf die Hautfarbe drauf an, es kommt auf den Spirit drauf an, der in euch ist. Doppelte R geht raus an die ältesten Apostel bei Milsong, die ist die Spirit, die Kraft von Mensch, Gnade von YAHAWASHI YAHAWASHI Bashim Kakadash, die bei Tag in Tag aus, Woche für Woche, Monat für Monat, Jahr für Jahr zu 100% lehren. Shalom mit Akim, das Wort in Eifer, Fleiß, die Fähigkeiten und verteilen. Die Hoffnung Auserwählten und an die Elekte und die 50.000, die es hier geht. So YAHAWASHI YAHAWASHI Bashim Kakadash, Barakatam Wahablatam Shalom. Okay. Die Lektion darüber sein, seid bereit zu sterben für Yahawah, YAHAWASHI. Was bedeutet, seid bereit zu sterben für Yahawah und YAHAWASHI? Okay, weil wir sehen, was gerade in der Welt abgeht. Okay, wir sehen, wir kommen Ende immer und immer näher. Okay, jetzt heißt, bete für den Spirit, bereit sein zu sterben für YAHAWASHI YAHAWASHI. Vertrauensvoll bis zum Tod sein. Okay, vertrauensvoll bedeutet Amman. Okay, Amman. Und bis zum Tod, Al-Hakwatazar, bis zu dem Tod. Okay, faithful unto death. Und bete für diesen Spirit. Weil wir werden in Situationen kommen, wo Leute uns verfolgen werden, wo Leute uns jagen werden, wo sie uns verfolgen werden für ihr Haupt. Wisst ihr was Principles lesen? Okay, das ist 2. Esdras Kapitel 16 und Vers 68 und es sagt, For behold, the burning wrath of a great multitude is kindled over you. Seht, die brennende Wut von einer großen Masse ist über euch entfacht, and they shall take away certain of you, und werden schon von euch wegnehmen, and feed you, being idle, und werden euch füttern, weil sie idiotisch sind, with things offered unto idols, mit Sachen, die zu Idolen geopfert werden, mit den RFID-Chips. Das heißt, sie werden mit den RFID-Chip zu euch kommen und sagen, ey, nimm den RFID-Chip oder sterbt. Und was werdet ihr tun? Wollt ihr den zweiten Tod, welches das Feuer ist? Oder wollt ihr den Tod durch die Guillotine, was auch immer Esau für euch vorbereitet? Wollt ihr den Tod von YAHAWASHI YAHAWASHI? Oder der wollte den Second Death oder den Tod in diesem Leben und dafür dann ewiges Leben in dem Königreich? Das ist die Frage, die ihr euch stellen müsst. Weil das wird der Deal sein. Ich sterbe für YAHAWASHI YAHAWASHI, mit ewiges Leben bekommen, werdet die Ersten sein, die mit YAHAWASHI sein werden. Okay, oder ihr nehmt den RFID-Chip und sozusagen nimmt den Tod jetzt, aber dann werdet ihr von ICB Misse zerstört. Und von Laserbeams, von der Wut von der YAHAWASHI YAHAWASHI gesagt. Was wollt ihr? Und das ist das Ding, weil wir sehen, das Militär kommt, wir sehen Jacob's Trouble bahnt sich an. Mehr als jemals zuvor. Es ist wirklich an der Tür. Das Militär wird implementiert in Babylon und dasselbe wird hier auch folgen in Deutschland und in anderen Staaten. Warum? Weil alle Babylon folgen dem Weg. Es ist einfach die Wahrheit. Okay? Und das ist das Ding, weil ihr seht in Babylon, das Militär wird ausgepackt, okay? Wenn die ganzen, die sich auch hier anbahnen, die ganzen Proteste und Riots und so weiter und so fort, wenn das hier in Deutschland passieren würde, wisst ihr, wie schnell das Militär da wäre, weil das in Deutschland nicht die Norm ist. Amerika ist die Norm, Gun Violence und so weiter und so fort ist die Norm, deswegen lassen die es Salaki so ungefähr cool down spielen. Aber hier in Deutschland ist das nicht so. In Deutschland ist das nicht die Norm. Ihr seht, die Polizei schon überfordert mit einem Protest in Berlin wegen dem Coronavirus. Wie nennt man das? Restrictions, mit den Coronavirus-Regeln. Und sie bringen sogar neue Gesetze aus wegen Coronavirus. Und da wird die Forced Vaccination auch drin sein. Ihr werdet sehen. Das spürt die Kraft von YAHAWASHI YAHAWASHI. Und das ist kein Joke, das ist die Truth. Ob ihr es hören wollt oder nicht, ob ihr es glauben wollt oder nicht. Wir werden verfolgt, wir werden gejagt und werden vielleicht auch sterben, ist für YAHAWASHI YAHAWASHI. Seid bereit dafür.
Seid bereit dafür, von allen betrogen zu werden, die um euch herum sind. Seid bereit dafür, von den Leuten, die ihr denkt, die cool mit euch sind, betrogen zu werden. Ob es Familienmitglieder sind, lasst den Priester lesen. Okay, das ist Matthäus, Kapitel, ich überlege, ob es 10 oder 24, Kapitel 10. Matthäus, Kapitel 10. Und 21, and the brother shall deliver the brother to death, und der Bruder soll den Bruder ausliefern zu Tod, and the father the child, und der Vater das Kind, and the children shall rise up against their parents, und die Kinder sollen gegen ihre Eltern sich aufreisen, sozusagen auflehnen, and cause them to be put to death, und sollen sie dazu bringen, zu Tod verurteilt zu werden. Das heißt, egal was ist, Familienmitglieder, wer auch immer, sie werden euch ausliefern. Warum? Weil YAHAWASHI euch ihnen den Spirit dafür geben wird. Vielleicht sind sie cool jetzt mit euch, aber dann YAHAWASHI euch den Spirit geben. Weil ihr werdet das wahre Gesicht von Leuten sehen, wenn sie nicht essen können, wenn sie nichts trinken können, wenn es keine Hoffnung mehr gibt. Und dann kommt der Glimpse von Hoffnung. Wenn ihr uns die gibt, werdet alles davor haben, was ihr davor hattet in diesem Leben. Ihr müsst euch das wirklich vorstellen. Okay, sagen wir mal so, die ganze Welt ist am Zusammenbrechen, es gibt kein Essen mehr, kein Trinken mehr, die ganze Versorgung ist zusammengebrochen, Chaos, Kannibalismus, Race Rights, und dann sagen sie, ey, hört alle zu. Wenn ihr uns diese Leute gibt, dann haben sie eine Liste von euch mit Bildern und sagen, ey, wenn ihr uns diese Leute gibt, dann wird ihr normales Leben zurückbekommen. Dann werdet ihr Essen bekommen, Tränke bekommen, Wohnung bekommen, werdet ihr beschützt und so weiter und so fort. Weißt du schon, die zu auf euch raufgehen werden? Es werden vielleicht nicht alle um euch herum sein, aber es werden viele um euch herum sein. Deswegen, wenn ihr wirklich so überlegt, wenn die Truth kommt, euer Circle wird kleiner und kleiner. Das ist auch aus einem guten Grund. Weil wenn ich so überlege, wie ich davor war, wo ich in die Truth kam, ich war da schon nicht so wirklich mit Leuten rumhängen und so weiter und so fort, nur mit einer kleinen Gruppe. Aber jetzt ist sie noch viel kleiner geworden. Jetzt ist sie wirklich minimiert, mikromiert. Okay, das Spirit-Kraft von YAHAWASHI, was auch perfekt und gut ist. Okay? Aber was ihr euch vorstellen müsst, das Ding ist, ihr müsst wirklich einen Kopf bekommen. Vor allem die jüngeren Akim. Dass alle Leute um euch herum, ob es Frau, Kind, Mutter, Vater, was auch immer, Familienmitglied, Freund, sogenannte Freund, was auch immer es ist, kann euch betrügen, kann euch ausliefern. Sogar Leute in der Truth, warum? Weil wir haben auch Angels in der Truth. Supposedly Brothers. Leute, die in der Truth waren, rausgefallen sind, werden euch ausliefern vielleicht. Das alles ist die Kraft von YAHAWASHI. Deswegen macht euch bereit zu sterben für YAHAWASHI. Weil YAHAWASHI. Oder eher gesagt, Yahweh hat YAHAWASHI für uns gegeben. Also wie viel haben wir für Yahweh? Oder eher gesagt für YAHAWASHI. Wie er für uns gegeben hat, so wie ich. Ist es nicht die Norm? Ist es nicht unsere Duty? Ist es nicht unsere Aufgabe, bereit zu sein dafür? Weil wir wirklich an diese Verse glauben. Weil wenn ihr wirklich nicht an diese Verse glaubt, dann werdet ihr nicht vertrauensvoll bis zum Tod sein. Ist einfach so. Und es kann auch mein Fall sein. Ich hoffe und bete, dass es nicht so ist. Aber es kann sein. Und deswegen müsst ihr für dieses Spirit beten. Oder sollt ihr für den Spirit beten. Vertrauensvoll bis zum Tod zu sein. Weil darum wird es drauf ankommen. Ihr macht euren Weg und dann müsst ihr auch bis zum Ende durchhalten. Bis zum Ende finishen. Weil YAHAWASHI wird dieser Heavy Spirit geben, wie YAHAWASHI gegeben hat. Salat hier. Gib mir eine Sekunde. Okay. Wie YAHAWASHI gegeben hat. Weil YAHAWASHI, lass kurz den Priester lesen in Matthäus 26 Kapitel. Weil YAHAWASHI hat 3-mal zu Yahweh gebetet, ob er dieser Krug nicht von ihm gehen kann, so ungefähr. Das ist Matthäus 26 und ich weiß 26, genau. Nein, warte mal kurz. Gib mir eine Sekunde, Salat hier. Hier, Matthäus 26 und 36. Und es sagt, then cometh YAHAWASHI with them unto a place called Gethsemane. Das heißt, dann kam YAHAWASHI mit den Jüngern zu einem Platz, der Gethsemane genannt wurde. And saith unto his disciples, sagt zu den Jüngern, sit ye hier, setzt ihr euch hier hin, while I go and pray yonder. Während ich gehe und weiterhin bete. Lass kurz das Wort
Salaki Gethsemane nachgucken. In Matthäus 26 Kapitel und 36. Vers. Ja. Gethsemane. Gethsemane. Und es bedeutet, Salaki, in Oil Press, Ölpress, okay? A name of a place at the foot of Mount of Olives. Okay, es heißt in der Region von Mount Oliven. Wir sind weiter, Vers 37. And he took with him Peter and the two sons of Zebedee. John und James, wenn ich richtig erinnere, sind die Sons of Zebedee. Lass kurz, zurück. KJ. And James, the son of Zebedee, and John, the brother, says James and John. Okay, the sons of Thunder, wenn ich verstehe. Okay, says that James, John und Peter mitgenommen. Says 3 Leute. Okay, durch den Spirit. And began to be sorrowful and very heavy. Says YAHAWASHI, das war die Stunde vor seiner sozusagen Kreuzung. Okay, Crucifixion. Vor YAHAWASHI gekreuzt wurde. Er war wirklich sorrowful and very heavy. Also wie viel machen wir? Weil er ist die unterlebende Kraft von Yahweh. Also wie viel Mal werden wir heavy sein? Deswegen müssen wir uns spirituell darauf vorbereiten. Spirituell bereit sein, für YAHAWASHI zu sterben. Weil vielleicht sehen wir es jetzt als okay, ist okay. Aber in diesem Moment wird YAHAWASHI, wie YAHAWASHI diesen Heavy Spirit gegeben hat, wird er wahrscheinlich auf uns gehen. Das kann passieren. Das heißt, wir müssen uns spirituell darauf vorbereiten. Das heißt, er ist bereit für YAHAWASHI zu sterben. Durch das Spirit die Kraft von YAHAWASHI. Sehr vertrauensvoll bis zum Tod. Weil diese große Macht wird über uns entfacht. Lass kurz da weiterlesen. Das ist 2. 1. 16 und 69. And they that consent unto them shall be held in derision and reproach. Und die zu ihnen überlaufen, sollen ausgelacht werden, das heißt verspottet werden und verachtet werden. And trodden underfoot und unter Füße getreten werden. For there shall be in every place, also jedem Platz, and the next cities, in den nächsten Städten, a great insurrection, ein großer Aufruhr, großer Aufstand über den sein, die YAHAWASHI fürchten. Das heißt, sie werden uns jagen. Das ist wirklich wie eine Watchlist, eine Hitlist, okay? Hitmans werden ausgesandt, um uns zu töten. Es kann sein. Durch die Kraft von YAHAWASHI. Darauf müssen wir uns vorbereiten. Dass sie uns vielleicht nicht mehr töten, sondern festnehmen. Warum? Weil Esau will seine Macht nehmen, zu sagen, ich werde euch dazu bringen, dass ihr mich als Gott anseht. Weil er will YAHAWASHI sein, wird er aber nicht. Niemals. Okay? Und das ist das Spirit, die Kraft von YAHAWASHI. Und das ist das Ding. Weil die zu überlaufen, in der Alpha-Chip. Und sie werden verachtet und am Ende werden sie durch YAHAWASHI zerstört. Trodden underfoot. Deswegen gehen wir zurück zu Matthäus 26 und 38 und es sagt, YAHAWASHI war wirklich heavy. Er war ein heavy spirit. Vers 38. Then saith he unto them, und sagte er zu ihm, my soul is exceeding sorrowful. Meine Seele, mein Spirit ist übermäßig in Trauer. Lass kurz zur Etymologie von sorrowful gehen, okay? Sorrowful. Sorrowful bedeutet sad, anxious, careful, distressing, doleful. Lass kurz zu sorrow gehen, so like grief, regret, trouble, care, pain. Das heißt, er ist sehr traurig, sehr in Schmerz. Okay, in Spirit. Even unto death, sogar zum Tod. Das heißt, er ist komplett wie Job. Wie Job es war so ungefähr. Tarry hier, warte hier, and watch with me, und wacht mit mir. Okay, es heißt, seid mit mir. And he went a little further, und er ging ein bisschen weg, weil er gebetet, weil wenn du betest, sollst du alleine sein. Mit YAHAWASHI und zwischen dir und deinem himmlischen Vater. So like zwischen YAHAWASHI und dir. And fell on his face, und ist auf sein Gesicht gefallen, and prayed, saying, und betete und sagte, oh my Father, oh mein Vater, if it be possible, wenn es möglich ist, let this cup pass from me, lass diese Krug von mir gehen. Das heißt, wie viel mal mehr werden wir in diesem Spirit sein? Wie viel mehr werden wir gucken uns vielleicht, wie Leute von Guillotine den Kopf abgeschlagen bekommen und so weiter und so fort. Wir machen uns spirituell, bereiten uns vor, aber trotzdem, wir sehen es dann und dann gibt YAHAWASHI einfach den Heavy Spirit, aber trotzdem müssen wir vertrauensvoll sein, bis zum Tod. Weil dann wird er uns vermehren, dann wird er uns die Ehre geben, die YAHAWASHI uns zuteil werden wird, die wir uns verdient haben, YAHAWASHI. Und das ist das Ding, YAHAWASHI war sorrowful, also wie viel Mal mehr wir.
Nennt es nicht alles immer als easy Sache. Lernt von dem Beispiel von YAHAWASHI und meditiert darüber. Und diese Priester kommt durch den Spirit, weil diese Priester sind gar nicht auf der Liste. Ich wollte gar nicht am Anfang. Ich habe gewusst, der Spirit wird mich leiten. Brakete YAHAWASHI YAHAWASHI BASHI KAKADASH dafür. Dort YAHAWASHI YAHAWASHI BASHI KAKADASH. Weil das alles durch unseren himmlischen Vater. Alles durch ihn. Diese Message, wie sie rüberkommt, die Message, wie sie gesprochen wird, kommt durch unseren himmlischen Vater. Wir sind nur sein Mundstück. Nicht, dass man prahlen würde damit nichts. Okay? Okay. Lass nochmal von neu lesen. Oh mein Vater, if it be possible, wenn es möglich ist, let this cup pass from me. Lass diesen Krug von mir gehen. Den Krug von Kummer, Leid und Trübsal. Den Krug, den du trinken musst. Diesen, wie sagt man das in Deutsch? Sagen wir mal, diesen Weinkrug, der einfach nur bitter ist. Diesen bitteren Wein musst du trinken. Du musst den Bitterpart gehen, du musst durchs Bittere gehen, um das Süße zu wissen. Du musst durch Bitter gehen, um zu wissen, was süß ist. Du musst Bitter trinken oder essen, um zu wissen, was süß ist. Die ganze Zeit nur süß hast, wirst du niemals wissen, was wirklich süß ist. Deswegen müssen wir durch den Kummer, Leid, Trübsal und Schmerz gehen. Was noch kommen wird, was wir jetzt gesehen haben mit diesen Riots und so weiter und so fort, ist gar nichts. Warte, bis die ganzen Filme, die wir gesehen haben, mit den Hungersnöten, mit dem Kannibalismus und so weiter und so fort, passieren wird. Ich habe diesen Film Snowpiercer geguckt. Empfehle ich. Eigentlich nur letzte Minute ich glaube, der Film geht 2 Stunden, 2 Stunden 6 Minuten, so um die 1 Stunde 30 Minuten, da ist so der Hauptakt, der mich so gepackt hat. Warum? Er hat wirklich davon geredet, sagt, okay, wir waren 1 Monat ohne Essen. Nach diesem 1 Monat haben wir angefangen, uns gegenseitig zu essen. Was dann passiert? Die haben angefangen, sich gegenseitig zu essen. Und dann sind sie so crazy geworden, dass sie angefangen haben, sozusagen wollten kleine Kinder essen. Oder haben kleine Kinder schon gegessen, Babys. Weil sie schmecken am besten, sagt er. Und was passiert? Sie haben sich gegenseitig abgeschlachtet. Und was danach passiert? Die Leute haben sich, andere Leute, die nur bei Coins waren, haben ihre Arme abgeschnitten, ihre Beine abgeschnitten, um sie sozusagen zu denen zu geben, die hungrig waren. Und denkt, es wird irgendwie anders sein? Die waren in einen Trakt, in einen Teil von diesem Zug, weil diese ganze Welt ist eingefroren, weil ISO irgendwas mit Chemtrails in die Welt geschossen hat, die ganze Welt ist eingefroren, dann waren sie in diesen Zug eingesperrt. Die Leute haben zusammen überlebt. Wie wird es denn bitte sein, wenn ihr einfach nur auf der Straße seid und Leute sind hungrig, haben 2 Monate nichts gegessen? Und vergesst nicht, die Leute werden euch an Leben halten. Warum? Weil wenn ihr sterbt, wird euer Fleisch verrotten. Und das ist das Ding. Das spüren die Kraft von YAHAWASHI YAHAWASHI. Das alles sein will und das wird wahr werden. Das wird wahr werden. Und denkt alles so labi-dabi. Warte, bis sie die richtigen Race Force auspacken. Wenn sie wirklich mit den Waffen kommen. Wenn es wirklich keine Polizei mehr gibt. Wenn dieser ganze Komfort, den wir haben, weggenommen wird. Wenn es kein Zuhause mehr gibt. Wenn wir wie Pilger sein müssen. Was werdet ihr dann tun? Werdet ihr immer noch auf YAHAWASHI YAHAWASHI vertrauen? Und werdet ihr zu Isoidum überlaufen? Das wird der ultimative Test sein. Das wird die Stunde der Versuchung sein. Isoidum überlaufen oder zu YAHAWASHI YAHAWASHI halten. Was werdet ihr tun? Und natürlich werden wir Sorrowful Spirit sein. Natürlich werden wir Heavy Spirit sein. Aber YAHAWASHI YAHAWASHI wird mit uns sein. Wie er mit YAHAWASHI war. Und das ist das Ding. Das ist das Ding. Wir müssen vertrauensvoll bis zum Tod sein. Vertrauensvoll YAHAWASHI YAHAWASHI sein. Loyal bis zum Tod sein. Vertrauensvoll geht zurück zu loyal. Loyalität. Die ganze Welt hindurch reden wir von, ey, ich bin loyal. Ich bin loyal. Seid loyal zu YAHAWASHI YAHAWASHI. Zu einem himmlischen Vater. Das ist das Ding. Wir müssen loyal gegenüber ihm sein. Egal was kommt, wir stehen bei ihm, bei seiner Seite. Warum? Weil egal was passiert, solange wir mit ihm sind, wird er mit uns sein. Lesen wir weiter. Okay. Das heißt, YAHAWASHI gesagt, lass bitte diesen Krug von mir gehen. Nevertheless, nichtsdestotrotz, not as I will, nicht wie ich es möchte, but as thou wilt, aber wie du es möchtest. Das heißt, YAHAWASHI gesagt, bitte, wenn es möglich ist, diesen Krug von mir, aber wie du es möchtest, nicht wie ich es will. Warum? Weil YAHAWASHI wusste, dieses Ding musste zustande kommen. Er musste für die Nation von Israel sterben, weil es sein Lot war, sein Schicksal war, sein vorbestimmter Weg war. Okay? Und das wird mit uns sein. Deswegen müssen die Spirit sein. Ey, wenn es dein Wille ist, nicht für uns. Warum sagen YAHAWASHI? Weil es sein Wille ist. Okay, in diesem Spirit müssen wir sein.
in diesen Spirit müssen wir sein, unser ganz Vertrauen YAHAWASHI zu legen und zu sagen, ey, ist dein Wille. Es ist nicht unser Wille, ist egal, was wir wollen, ist es, was YAHAWASHI will. Wenn YAHAWASHI sagt, ich bin einer von den Elect, dann bin ich einer von den Elect, wenn nicht, dann nicht. Dann ist es sein Wille, weil er ist der Perfekte, er ist der Gerechte. Und das muss das gibt dir wirklich Frieden, das muss in deinem Kopf stecken bleiben. Es ist sein Wille, nicht dein. Alles, was mit dir herum passiert, jeder einen Schritt, den du tust, Tag in Tag, aus Woche für Woche, Monat für Monat, Jahr für Jahr, Stunde für Stunde, Sekunde für Sekunde, Minute für Minute, was auch immer, egal welches Zeitlimit du nehmen willst, ist durch den Spirit die Kraft von Yahweh, Bahashim, YAHAWASHI, Bahashim und Kakadosh. Warum lässt uns durchgehen, dass wir perfekte Herrscher sein können? Deswegen demütigt euch und tut die Arbeit von YAHAWASHI, während ihr noch könnt. Weil ihr seht, das Ende nähert sich. Ihr wart am Bullshit, ihr redet über verschiedene Doctrines, tut Buße und macht euch bereit für Tod und Zerstörung durch die Kraft von YAHAWASHI. Was wir lernen durch den Spirit und die Kraft von Yahweh, Bahashim, YAHAWASHI ist die 100%ige Wahrheit. Straight up, durch den Spirit. Okay. Vers 39. And he went a little further. Und es ging, das habe ich gerade gelesen. Vers 40. And he cometh unto the disciples, er ging wieder zu den Jüngern, and findeth them asleep, und fand sie schlafend. And saith unto Peter, und sagte zu Petrus, what, could ye not watch with me 1 hour? Was, konnte ihr nicht mal mit mir eine Stunde wachen? Watch and pray. Wacht und betet. Did he enter not into the temptation? Das heißt, wir müssen wachsam sein, circumspect. Okay, das heißt wachsam sein. Nicht die ganze Zeit rumgucken, aber unsere Augen einäugig sein auf YAHAWASHI's Königreich. Unsere Schätze in den Himmel legen. Okay? Sehen, was in der Welt abgeht, und trotzdem fokussiert sein auf YAHAWASHI. Die Prophezeiung mit den Sachen, die in der Welt passieren, abgleichen. Wie wir es gerade sehen. Das ist 2. 1. 15, 16 Kapitel. Bahnt sich an. In real time, real life. Der 100%ige Shit. Straight up. No joke. Es ist keine Zeit mehr Spaß zu machen, es ist keine Zeit mehr lovey-dovey, lolly-gaggen zu sein, es ist die Zeit fokussiert zu sein auf YAHAWASHI. Und das muss ich mir mehr zu Herzen nehmen als jeder andere. Weil es kommt aus meinem Mund. Also ist es mein Verstand, wie ich mich verhalten muss. Okay? The spirit indeed is willing, the spirit will es, but the flesh is weak, aber das Fleisch ist schwach. Das heißt, wir müssen wachsam sein. Wir müssen circumspect sein. Wir müssen wachsam sein. Warum? Weil Satan, wie ein hungriger Löwe oder brüllender Löwe, läuft er herum und sucht, wen er auffressen kann. Wie es sagt in 1. Petrus 5, Vers 8. Be sober vigilant. Seid nüchtern, seid wachsam, spirituell nüchtern, seid in der Wahrheit und nichts anderes. Hat einen Fokus auf YAHAWASHI. Was bringt dir jetzt bitte die Welt? Was bringt dir irgendwas in der Welt, irgendein Business oder sonst irgendwas? Jetzt ist der Fokus auf YAHAWASHI. Das muss als erstes kommen. Ich sage nicht, du sollst dein Business alles verkaufen, na. Ja, aber solange die Society läuft, tu dein Ding. Aber du musst verstehen, welche Zeit wir sind. Und das ist YAHAWASHI an erster Stelle. Das ist das Ding. Weil es wird Zeiten kommen, wo du opfern musst. Sachen opfern musst. Ob es deine Frau ist, ob es dein Kind ist, ob es dein Haben gut ist, was auch immer. Du wirst 100-fach für YAHAWASHI zurückbekommen. Und das ist das Ding. Wenn es für YAHAWASHI ist, wirst du zurückbekommen. Das heißt, sei bereit, alles zu opfern, was du hast. Weil du wirst alles in Gerechtigkeit zurückbekommen. Erinnere dich an Job. Was mit Job passiert? Job hat alles verloren, am Ende alles zurückbekommen. Und das ist wunderschön, doppelt so viel zurückbekommen. Will sonst 100-fach bekommen durch die Kraft von YAHAWASHI. Unvorstellbar. Du bist traurig, weil du in diesem Leben kein Kind haben kannst oder kein Kind eher haben möchtest, weil diese Welt so boshaft ist. Du bist traurig, vergiss YAHAWASHI's Worte nicht. Nimm diese Worte wirklich als Stärkung und Mut machen. Weil diese Worte sind wahr. Aber wenn du nicht daran glaubst, wirst du in Trauer sein. Aber wenn du nicht mal daran glaubst, deswegen, das ist das Ding. Entweder du glaubst an die Wahrheit oder nicht. Weil sonst wirst du tun lassen, was du willst. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel diesen Schuss gefasst habe, ey, ja, Ratizar, wenn ich in dieser Lebenszeit, in dieser Welt kein Kind bekomme, obwohl das sozusagen mein Traum war von dem, wo ich klein war, eine Familie und so weiter und so fort, einfach Kinder zu haben, so das to the Spirit, oder die Entscheidung gefasst haben, sogar eine Person hatte, aber dann hast du gedacht, na, es geht nicht, weil diese Welt einfach boshaft ist, weil du an diese Verse glaubst. Wenn du sowas tust, bist du spirituell. Du kannst sagen, na, das ist ja gar nicht so. Entweder du glaubst an die Truth oder nicht. Aber wenn du nicht glaubst, dann wirst du tun lassen, was du willst. Wenn du aber an YAHAWASHI glaubst,
und verstehst, welche Zeit wir sind, weißt du, was für eine Zeit ist es, was zu tun, was nicht zu tun. Das heißt, wir müssen spirituell bleiben. Und das ist das Ding. Wir müssen spirituell bleiben, egal was kommt. Egal welche Situation ist, egal welche Lage ist. Unser Glauben, YAHAWASHI, darf niemals fallen. Deswegen bete dafür, dass euer Glauben nicht fällt. Wie es sagt in Lukas 22 und 31, YAHAWASHI hat für Petrus gebetet, dass sein Glauben nicht fällt. Das heißt, wie viel mal mehr müssen wir beten für unsere Brüder, dass ihr Glauben, unser Glauben nicht fällt. Deswegen schließt eure Brüder in eure Gebete ein. Schließt eure Brüder mit eurem Gebet ein. Warum? Sie sind jede Woche für Woche mit euch im Battleground. In Gefecht in den Straßen und predigen, solange wir noch können. Sie tun die Arbeit genauso wie ihr. Sie sind Mitstreiter in YAHAWASHI. Sie sind eure Mitsoldaten in der Truth. Und wir wollen für sie beten. Durch die Kraft von YAHAWASHI betet für eure Brüder. Weil wenn ein gerechter Mann betet, bringt das viel, sagt das in James 5 und 16. So ein bisschen mich nachgesagt. Aber Vers 42. And went away again the second time and prayed, saying. Und er ging noch als zweites Mal weg, YAHAWASHI, und betete und sagte, oh mein Vater, if this cup may not pass away from me, wenn dieser Krug nicht von mir weggehen soll, except I drink it, außer wenn ich ihn trinke, then that will be done. So, like, lass schon mal lesen. Oh mein Vater, if this cup may not pass away from me, except I drink it, that will be done. Das heißt, YAHAWASHI sagt, ey, wenn dieser Krug von mir geht, außer wenn ich ihn trinke, dann soll der Wille getan werden. Das YAHAWASHI sagt, ey, ich trinke diesen Krug, dass sein Wille erfüllt ist. Das ist das Ding. Alles, was wir tun, alles, was wir durchgehen werden, ist, dass das Wort von YAHAWASHI erfüllt ist, dass seine Prophezeiung erfüllt ist, dass er als wahrer Herrscher dasteht, als dass er nicht lügen kann. Weil YAHAWASHI kann nicht lügen. Ich sage das in Titus 1 und 2, in hope of eternal life, in Hoffnung auf ewiges Leben, which the Most High, that cannot lie, welcher höchst YAHAWASHI, der nicht lieben kann, promised before the world began. Das heißt, ewiges Leben wurde uns versprochen, bevor die Welt begann. Euch Israelis, euch sogenannten Neger, Lateinamerikaner und euch Israelis aus den anderen Nationen. Weil diese Wörter, Neger, Lateinamerikaner, sind einfach nur von Israel uns gegeben worden. Wir sind Israelite. Es kommt auf den Spirit drauf an. Wir sind die Viereck der Welt verteilt. Wenn ich ein Kind mit einer sogenannten weißen Frau, einer sogenannten chinesischen Frau, einer sogenannten japanischen Frau, mit einer sogenannten arabischen Frau habe, die ein bisschen hellhäutig ist, was mit meinem Kind passieren? Ich habe so viele Israelites Jake schon gesehen mit sogenannten weißen Kindern. Ihre Haut ist sehr hell. Heißt, sind keine Israelites? Natürlich sind es Israelites. Durch den Spirit, die Kraft von YAHAWASHI, durch den Samen von ihrem Vorvater. Das heißt, es kommt auf die Hautfarbe drauf an. Es kommt auf euren Spirit drauf an. Glaubt an YAHAWASHI, dann macht euch auch bereit auf Tod und Zerstörung. Durch den Spirit, die Kraft von YAHAWASHI. Okay? Vers 43. Und es sagt, and they slept again. And he came and found them asleep again. Und er hat sie wieder schlafen gefunden. For their eyes were heavy, weil ihre Augen waren schläfrig. Okay? Das heißt, der Spirit war auf ihn, sie war müde. Vers 44. And he left them. Und er ging von ihm weg and went away again. Und er ging nochmal weg and prayed the third time, saying the same words. Und betete das dritte Mal und sagte dieselben Wörter. Das ist YAHAWASHI, dreimal gebetet, dass der Krug von ihm geht. Aber gesagt, ey, der Wille muss erfüllt werden. Diese Prophezeiung muss erfüllt werden, die du über mich geschrieben hast. Vers 45. Then cometh he to his disciples and saith unto them, dann ging er zu den Jüngern und sagte zu ihm, sleep now on now, schlaf weiter, and take a rest und nimmt Ruhe. Behold, the hour is at hand, seht, die Stunde ist an der Hand. And the Son of Man is betrayed into the hands of sinners. Und der Sohn vom Mann ist betrogen worden in die Hand von Sündigern. Rise, erhebt euch, let us be going, lasst uns gehen. Behold, he is at hand. Seht, er ist an der Hand. Der doeth betray me, der mich betrügen wird. Der spricht über Judas Iscariot, der YAHAWASHI betrogen hat. Und das Ding ist, in derselben Situation, wenn unser himmlischer Erlöser und Retter YAHAWASHI betrogen wurde, wie viel mehr werden wir betrogen? Wir laufen in den Fußstapfen von YAHAWASHI. So wie sie YAHAWASHI gehasst haben, wenn sie uns hier hassen. Weil wir in der Basic-mäßig, wir repräsentieren YAHAWASHI. Was mit ihm war, wird mit uns passieren. Und das ist das Ding. Das heißt, er ist vertrauensvoll bis zum Tod in YAHAWASHI. Straight up. Weil ihr müsst verstehen, dass wir werden genau dieselben Sachen durchgehen wie YAHAWASHI. Und denkt, es wird Lollygag sein, es wird alles Labi-Dabi sein, dann täuscht ihr euch. Weil das wird nicht der Fall sein.
Ich glaube, ich stelle die Lektion auch anders, weil ich glaube, ich klaus die Lektion jetzt raus. Und das Beispiel von YAHAWASHI. Nimmt YAHAWASHI als Beispiel. Die Stunde ist an der Hand. Weil wir werden Heavy Spirit sein, aber was hat YAHAWASHI gemacht? YAHAWASHI hat trotzdem Yahweh vertraut. Er hat trotzdem an Yahweh, in seinen himmlischen Vater vertraut. In unseren himmlischen Vater. Und hat seinen Krug genommen. Genau selben Spirit müssen wir sein. Wir müssen unseren himmlischen Löser folgen. Wir müssen ihm folgen. Weil es sagt, ihr sagt alle, ihr kennt YAHAWASHI, ja? Was wir gerade gelesen haben, hat YAHAWASHI getan, okay? YAHAWASHI war ein Heavy Spirit und denkt, ihr werdet nicht Heavy Spirit sein? Denkt, ihr werdet Leute gegen einfach straight up durch Jacob's Trouble durchslipsen? Na, es sagt, ein akzeptabler Mann, wenn der Flamme von Not, Kummer, Qual und Trübsal reingebrannt. In Sirach 2 und 5. Sirach Kapitel 2, Vers 5. Und es sagt, for gold is tried in the fire. Gold ist im Feuer versucht, an acceptable men in the furnace of adversity. Und akzeptable Männer in der Flamme von Kummer, Leid, Trübsal und Qual. Das ist 1. John, so like 1. John, ich glaube fast 2 oder 3. So like, gib mir eine Sekunde. 1. John. 1. Johannes 2 und 5. But whoso keepeth his words, wer auch immer seine Wörter hält, YAHAWASHI's Wörter, in him verily is the love of the Most High perfected. In ihm ist die Liebe von YAHAWASHI, was die haltende Gebote ist, perfektioniert. Warum? Es sagt in John 14, 15, wenn ihr mich liebt, haltet meine Gebote. Das ist Liebe von Yahweh. Seine Gebote. Hereby know we that we are in him. Nur dadurch wissen wir, dass wir in ihm sind. Vers 6. Punkt. He that saith, he abideth in him, ought himself also to walk, even as he walked. Das heißt, der sagt, der in YAHAWASHI ist, soll so laufen, oder sagt, dass er so läuft, wie YAHAWASHI gelaufen ist. Das heißt, wir müssen so wie YAHAWASHI laufen. Mit Ehre, und Integrity und Demütigkeit. Das müssen wir tun. Das heißt, nimmt YAHAWASHI als Beispiel, oder folgt YAHAWASHI als Beispiel. YAHAWASHI hat seinen Tod in Kauf genommen, als YAHAWASHI gebetet. Dieses Beispiel müssen wir folgen. Wir müssen uns bereit machen, für YAHAWASHI zu sterben. Okay? So als Verschab, YAHAWASHI durch das Brennende Kraft und menschliche Gnade von YAHAWASHI, Kakadash, weil zum Aufbau steigender Mann belehren die Lektion kaum durch das Brennende Kraft und menschliche Gnade von YAHAWASHI, Kakadash, Brakate Yahweh, Brakate Oshai, Bashim Kakadash, Dwari Yahweh, Oshai, Bashim Kakadash, Kaya Kakadash, La Asha Mesha, what the water Kaya called the burn. Yahweh Oshai Bashim Kakadash Brakata Wahabrata Shalom. Und Ratza bis zum nächsten Mal. Man weiß nie, was kommt. Man weiß nie, was passiert. Deswegen Ratza Low Willing. Was im Herrn sein will ist. Okay? Und die Lektion kommt durch den Spirit, die Kraft von Yahweh Bashim, Yahawashi Bashim Kakadash, Shining Spirit dabei. Und Ratza die Lektion war aufbauend. Für euren Glauben, für euren Spirit, für euch. Shalom. Wa Barakatam, Wa Bababol. Shalom.